Hi, I'm Lucas from DW Travel, and today I'm in the southwestern part of Germany, in a place that is very popular with many Russians, Baden-Baden. The town is a charming health resort in the middle of the Black Forest, but what has changed here since the Russian invasion into Ukraine? How do people in Baden-Baden deal with this onerous situation? I'll try to find answers to these questions. The spa town of Baden-Baden has a spa with Europe's oldest casino and the largest opera and concert hall in Germany. And the town of 55,000 residents has maintained a long Russian tradition. It's home to more than 2,200 Russians. Half of them have dual nationality. Many choose to live here, and it's expensive. Only the wealthy can afford to buy a house here. Some are Russians who made their fortunes after the fall of the Soviet Union, legally or through dubious means. I'm meeting Alexius Schneider. The 43-year-old Russian German arrived in the 1990s. Woran erkennt man denn hier in Baden-Baden, dass das die russischste Stadt Deutschlands ist? Ja, wenn Sie durch die Stadt laufen, dann haben Sie es wahrscheinlich schon gemerkt, an jeder Ecke kriegen Sie Russisch zu hören. Wenn Sie ins Café reingehen, liegt auf dem Tisch überall ein Menü in russischer Sprache. Caracalla-Therme ist ausgeschildert in Deutsch, Englisch, Französisch und Russisch. Sehen Sie auch nicht nirgendwo in Deutschland, wo sogar offizielle Gebäude in Russisch ausgeschildert sind. Und dann natürlich, wenn Sie in der Stadt rumlaufen, hören Sie an jeder Ecke russische Sprache. In allen Geschäften, in allen Restaurants sind russische Bedienungen, russische Verkäuferinnen. Das hat man auch mit Absicht angefangen aufzubauen, als diese russische Welle nach Baden-Baden kam. Alexius Schneider is very familiar with the Russian community. Alongside his work as a computer scientist, he runs a business concierge service for Russian clients, helping them find property, doctors and other services. Hat sich da in der letzten Zeit, also in den letzten Jahren und insbesondere jetzt, seit der Krieg begonnen hat, hat sich da was geändert in Ihrer Arbeit? Selbstverständlich. Also seit dem 2014er ist diese Branche weniger geworden. Also Wegen der Annexion der Krim? Genau, nach der Annexion der Krim ist schon dieses Bereich viel weniger, viel kleiner geworden. Und das hat man auch in der Stadt gesehen, weniger Gäste. Und seit dem jetzt großen Ausbruch des Krieges ist natürlich komplett alles weggefallen. Im Moment ist es eine komplette Stille. With more than 700 Ukrainian residents, Baden-Baden has a robust Ukrainian community by German standards. The town stands in support with Ukraine. The Ukrainian flag flies over the town hall. Sie engagieren sich ja auch in der Hilfe für die Flüchtlinge aus der Ukraine. Warum tun Sie das und was genau tun Sie da? Also warum ich das tue, das ist meine Pflicht, finde ich. Erstens ist mein bester Freund kommt aus der Ukraine, aus Kiew. Wir haben uns 1995 kennengelernt auf der Schule. Und zweitens, ich habe mich auch für andere Flüchtlinge engagiert in der 2014er, 15er, 16er Krise. Und da war es für mich nur logisch, dass ich hier auch was tue. Was ich tue, alles was möglich ist, Hilfe sammeln und in die Ukraine verschicken, hier helfen in den Behörden, dolmetschen, organisieren für die Leute an Ort und Stelle, was sie brauchen. Jetzt läuft bei uns eine Aktion, wir sammeln gebrauchte Notebooks, Tablets, bereiten die ein bisschen auf und dann verteilen unter den Kindern, damit die Kinder schulische Sachen machen können und alles Mögliche. The town's main refugee housing is 6 kilometers from the center. I meet Natalia Levitska, who escaped with her young son and 14-year-old daughter, who's at school when I visit. Did you choose to come to Baden-Baden, or were you told you have to go to Baden-Baden? Я довго не знала, куди я поїду, насправді. Просто вирішила виїхати і вивезти дітей з України, щоб вони не чули ні цих вибухів, ні сирен. І так як моя тітка тут проживала, я вирішила приїхати в місто, де я буду хоч когось знати.
А раніше до цього приїхала сюди моя рідна сестра теж з дітьми. Ми просто жили в різних містах. Моя рідна сестра, вона проживала в Борисполі, а я в Чернігові. І вона виїхала раніше. Через це я вирішила сюди приїхати. And did you know about this town before? Is Baden-Baden like a famous town you knew before? Because here in Germany, Baden-Baden is known as the most Russian town in Germany. Насправді я не знала про те, що тут, як ви кажете, російське місто в Германії, в Німеччині. І я вже коли сюди приїхала, мене друзі знайомі запитали: ти знаєш про те, що це курортне місто, про те, що тут багато російських людей, російськомовних. Я просто їхала в спокійне місце, везла своїх дітей і все. Victoria Somers is here with her 16-year-old daughter. They managed to bring the family pet along. Мы уже даже немножко погуляли по городу с детьми. Очень здесь красиво, конечно. Ну, конечно же, хочется домой. Хочется домой. У нас тоже очень красиво. Ну, эту красоту просто убили. The refugee quarters are at capacity. 130 Ukrainians are staying here at the moment, mainly those who don't have relatives or friends in Baden-Baden. Baden-Baden gilt ja als die russischste Stadt Deutschlands. Inwieweit ist diese Stadt denn gut auf die Situation jetzt vorbereitet, dass eben Geflüchtete kommen aus der Ukraine? Baden-Baden ist sehr gut vorbereitet. Wir haben hier eine sehr große Gemeinschaft, sowohl von russischen als auch ukrainischen Mitbürgern bei uns hier. Und die sind auch untereinander sehr gut vernetzt und haben dann auch gleich für Freunde, Bekannte, Verwandtschaft natürlich die Hilfe angeboten. Und deswegen sind hier auch sehr viele oder 2/3 eigentlich der Geflüchteten im Privatwohnraum bei ihren Verwandten und Freunden untergebracht. What's the story behind Baden-Baden's connection with Russia? In 1793, the Princess of Baden, Louise Augusta, married the man who would later become Tsar Alexander I. The young royal became Empress Elizabeth. The couple frequently came to use the spas of Baden-Baden. It gave the town its reputation as a dream destination for Russians, including many well-known writers such as Turgenev, Tolstoy and Dostoevsky, who made it even more famous in their books. Many artists were drawn to the casino, where some gambled away their fortunes. Was genau ist für russische Gäste hier so reizvoll? Warum möchten die unbedingt hierher kommen? Der russische Zar hat ja vor vielen, vielen Jahren ein badisches Mädel geheiratet. Und im Dunstkreis dieses Zaren kamen natürlich sehr viele VIPs der damaligen Zeit mit, reisten dann hier nach Baden-Baden und haben sich hier aufgehalten und relativ lange aufgehalten. Je länger man es hier ausgehalten hat oder je länger man hier bleiben konnte, umso wichtiger, umso vermögender war man. Und es war vermutlich auch die französische Lebensart, das Klima, alles wird dazu beigetragen haben, dass man sich sehr, sehr wohl gefühlt hat. Und das wurde so überliefert, weitergegeben und so hat sich diese Lebensart vermittelt an die russischen Besucher bis heute, kann man eigentlich sagen. Ne? Durch die Pandemie sind viele Gäste ausgeblieben, dann kam jetzt der Krieg. Macht sich das hier in dem Casino bemerkbar, also auch, dass viele zahlungskräftige russische Gäste nicht mehr kommen? Also das kann ich so nicht bestätigen. Der wirkliche Schnitt, der fand 2014 statt. Ne? Anfang 2014, als die Sanktionen aktiv wurden, das haben wir gemerkt. Das hat Wegen die der Stadt Annexion gemerkt. der Krim. Richtig, Annexion der Krim von 2013 auf 2014. Und seitdem sind tatsächlich viele russische Gäste ausgeblieben. I visit the Brenners Park Hotel, the hotspot for wealthy visitors. It opened in 1872, making it precisely 150 years old. I'm also interested to know how the war may have affected business here. Die, ich sag mal, zahlungskräftigen russischen Gäste,
sind ja während der Pandemie ausgeblieben. Jetzt bleiben sie wegen des Krieges auch aus. Inwiefern ist das Hotel davon betroffen? Also seitdem ich dieses Hotel leite, Januar 2020, hat sich unser russisches Geschäft nicht wirklich verändert, weil die Russen vorher auch nicht wirklich reisen konnten. Deshalb hatten wir jetzt nicht irgendwie eine Verschiebung in unseren Zahlen. Ja? Deshalb kann ich das gar nicht so sagen. Das betrifft sicherlich da die Vergangenheit, also vor 2020, ne? wo Russland da wirklich noch stärker Baden-Baden bereist hat. Aber durch die Pandemie konnten die Russen auch nicht herreisen. Also von daher war das eher sehr, sehr wenig Geschäft aus Russland zu der Zeit. Sie haben hier im Hotel ja sowohl russische als auch ukrainische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Gibt es da Konflikte? Bekommen Sie da irgendwas mit? Nö, also wir haben aus beiden Nationalitäten, wir haben über, ich glaube, knapp 28 unterschiedliche Nationalitäten, die für uns tätig sind, von einer Belegschaft von fast 300 Mitarbeitern. Und also wir haben da keine Thematiken oder wo man irgendwie so merkt, da ist jetzt irgendwie Spannung oder so, also überhaupt nicht. Ne. Like other German cities, Baden-Baden also has a German-Russian Cultural Association with 100 members. I meet the chairman, a lawyer, at his office. Wie wichtig sind Ihrer Meinung nach die Russen für Baden-Baden? Für Baden-Baden als Stadt sehr wichtig. Sie müssen bedenken, in den 80er Jahren war die Stadt Baden-Baden mehr oder weniger, ja, lassen Sie mich so platt sagen, pleite. Und nach der großen politischen Wende, Anfang der 90er Jahre, kamen die ersten Russen nach Baden-Baden. In Russland kennt man an sich nur 2 deutsche Städte, Berlin und Baden-Baden. Und diese Sehnsucht der Russen nach Baden-Baden, die eben auch ja geprägt ist durch die Geschichte, die kam dann in den 90er Jahren zum Ausdruck dadurch, oder indem viele vermögende, aber auch weniger vermögende Russen sich Baden-Baden angesehen haben, sich verliebt haben in die Stadt und sich hier auch Immobilien beispielsweise zugelegt haben. Und das hat hier zu einem wirtschaftlichen Aufschwung in der Stadt geführt, den es ohne die Russen nicht gegeben hätte. Also ich sage immer, die Stadt Baden-Baden muss den Russen auch dankbar sein. Jetzt hat Russland die Ukraine überfallen, hat einen Krieg gestartet in der Ukraine. Was genau macht das hier mit der russischen Community, aber auch mit der ukrainischen Community, die es ja auch gibt? Die es hier auch gibt. Genau. Was passiert da jetzt gerade? Gibt es da ein gewisses Spannungsfeld? Gibt es da Konflikte? Ja, zwangsläufig gibt es Konflikte. Das ist natürlich ein furchtbarer Krieg, den keiner will. Aber er setzt sich natürlich in den Köpfen fest und verursacht hier auch in unserem Verein natürlich auch Spannungen. Aber diese haben wir, glaube ich, ganz gut im Griff, denn unsere Basis ist ja die Kultur und nicht die Politik. Und wir haben in unserem Verein Deutsche, Russen, aber auch Ukrainer. Und es funktioniert. The mood in town is tense, and Baden-Baden is a place where worlds really do collide. For example, on the one hand, there is the property of wealthy Russians in this spa town, and on the other hand, you see accommodation for refugees from Ukraine. It's not easy to reconcile these contradictions, but it's nice to see that parts of the Russian community are taking a stand against the war. It's not an easy situation for Baden-Baden. The future depends on rationality. Here, that means solidarity between Russians, Ukrainians, and Germans.